Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man ein Jasminmuster im Kreis häkelt. Ich habe zwei Beispiele vorbereitet, die sehen fast ähnlich aus, nur hier schauen Sie, dieser Kreis fällt eher als Sechseck aus. Diese Beispiele haben gleiche Reihenanzahl und Video teile ich in zwei Teilen. In den ersten Teil erkläre ich von Anfang bis zu Ende, wie häkelt man diese sechseckige Kreis. Und im zweiten Teil zeige ich diesen Kreis. Unterschied fängt ab Reihe Nummer 3 an und deswegen die zwei Reihen aus diesem Video integriere ich in Video Nummer 2 rein. Unterschied ist Maschenzunahmen. Hier bei diesem Beispiel, die Maschenzunahmen werden immer an die gleiche Stelle sein und deswegen fällt das als Sechseck aus. Hier werden Zunahmen verschoben, mal nach vorne, mal nach hinten und deswegen ist der richtige Kreis. Unterschied noch liegt an Blütenblättern. Hier bei diesem Beispiel sind immer 6 Blütenblätter, egal welche ihr zählt, sind überall 6 Stück. Hier bei diesem Beispiel ab Reihe Nummer 3 werden andere Blütenblätteranzahl sein, zum Beispiel 7, dann nächste wird 5, dann 7, dann 5 und so weiter. Und durch Verschiebung von Zunahmen entsteht auch idealer Kreis, allerdings andere Blütenblätteranzahl. Ich habe Schema vorbereitet. Erste zwei Reihen sind gleich, ab Reihe Nummer 3 werden auch Unterschiede sein. Das erkläre ich auch, was sind die Farben, alles, was das bedeutet. Und ich stelle diese Schemas ganz am Ende von diesem Video rein. Können Sie auf Stopp drücken, Screenshot davon machen und in Papierform ausdrucken, wer das braucht. Ansonsten, ich schreibe auch diese Beschreibung unten für jede Reihe. Schauen Sie unten für die beiden Beispiele. Okay, fangen wir an. Erste Reihe. Ich erkläre kurz die Farben. Gelbe Farbe, steht auch 1 hier ist Anfang, Amigurumi-Ring und häkeln wir hoch. Dann in diese Richtung. Nummer 1 bedeutet hier diese einzige Blütenblatt, also diese eine Stelle. Dann häkelt man 2 Blütenblätter und abhäkelt man in einer Stelle das. Da habe ich auch aufgeschrieben. Als erster Amigurumi-Ring, dann 1, dann immer 2, 2, 2 und am Ende verbinden wir mit einem Blütenblatt zusammen, die allererste. So, ich habe extra andere Farbe geholt, damit euch zu zeigen, dass jede Reihe Amigurumi-Ring erstmal fixieren mit einer Masche. So, dann zieht man das so hoch, wie groß Blütenblatt sein soll. Bei mir ist ungefähr 2 cm, so würde ich sagen. Dann drauflegen und nochmal in diesem Ring Masche rausziehen. Jetzt haben wir 3 Faden hier. Und die alle 3 auf einmal müssen wir abhäkeln. Wenn ihr mit dünner Wolle häkelt, mit dünner Garn, dann können Sie hier mehr drauflegen, also zum Beispiel noch 2. Dann wird das noch mehr Volumen bekommen. Also ich brauche nur 3. Und jetzt abhäkeln, halten Sie hier diese Faden mit Finger, damit das nicht wegrutscht. Und ziehen Sie durch diese 3. Dann, wo das gehalten wird, unter diese Faden, Masche durchziehen und durch
diese 10. Jetzt abhäkeln. So sieht ein Blatt aus. So. Das haben wir jetzt das Nummer 1 gemacht. Nächste 2. Zieht man so raus ein bisschen, drauflegen und jetzt schauen Sie nicht den Ring, sondern hier in diese Stelle, hier eine rausziehen. So, das ist eine Blatt und jetzt gehen wir in den Ring rein. Drauflegen, Ring rein, rausziehen, drauflegen und immer das gleiche Höhe, den Ring rausziehen. Jetzt haben wir hier 4 aus dem Ring und 3 waren oben und alle 7 abhäkeln wir. Halten Sie das, durchziehen, dann unten hier und durch diesen und abhäkeln. Jetzt haben wir 2 gemacht. Also hier ist erste, dann 1 und 2, die zusammen abgehäkelt. So. Und so weiter wiederholen wir wieder. Rausziehen, drauflegen, erstmal hier oben in die Mitte von diesem Blume jetzt, genau in die Mitte, rausziehen. Dann gehen wir wieder in den Kreis, in Amigurumi-Ring rein. Habe ich ein bisschen zu fest gezogen schon. So. Drauflegen, in den Ring rein, drauflegen und noch einmal rein. Und wieder die 7 Stück auf einmal zusammen häkeln. Immer langsam versuchen Sie es, dass nicht alles rausfliegt. Hier rein, durchziehen, durch diese Masche und abhäkeln. So. Am Anfang ist ja klar, wegen Ring ein bisschen zu schwer, weil das bewegt sich noch alles. Und so macht er jetzt mit 2 insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Jetzt haben wir schon 2 Mal gemacht. Also das heißt noch 3 Mal das wiederholen. Diese 2 Blumenblätter. So sieht das aus. Ihr könnt nachzählen. Hier in die Mitte sind 6 Blütenblätter. Hier oben außen sind 5. Jetzt häkeln wir die Nummer 6, das ist diese einzelne Blatt hier. Und verbinden wir an die Stelle, wo die erste Blatt mit der zweiten zusammen, hier in die Mitte. So, rausziehen, drauflegen, hier rausziehen. So, jetzt muss ich hier rein verbinden. Wir gehen genau hier in die Mitte. Rausziehen, durch die 3 und abhäkeln. Fertig. So sieht das aus. Jetzt überall 6. Hier unten und hier oben auch. Reihe Nummer 2. Hier werden jetzt 3 Blütenblätter gehäkelt. Und diese 2 Blütenblätter, das sind Zunahmen. Also die werden immer an die gleiche Stelle hier vorgenommen. Für diese 6-eckige Variante. Hier unten ist aufgeschrieben, wie fangen wir an. Und wir brauchen jetzt einen Maschenmarkierer und markieren wir alle erste Stelle, wo wir anfangen. So, weiter häkle ich mit anderer Farbe, Reihe Nummer 2, also jede Reihe werde ich mit anderer Farbe häkeln, damit ihr euch ein bisschen orientieren, wie es wirklich aussieht, jede Reihe. So, wenn ihr einfach weiter mit gleicher Farbe häkeln, ist auch okay.
einfach schauen Sie weiter. Okay, erste Masche hier. Da ich mit anderer Farbe häkle, muss ich diese Masche schon mit dieser Farbe machen. So, und das zusammenziehen. Ein bisschen rausziehen. Das ist hier, wo Zahl Nummer 2 steht. Jetzt häkeln wir eine einzelne nach oben. Rausziehen, drauflegen. Und Mitte von dieser Blume, schauen Sie hier, 1, 2, 3 Blätter. In die Mitte von denen gehen wir rein, häkeln wir ein Blatt raus. Drauflegen und abhäkeln. So, ein bisschen nachziehen. So, dann weiter nach unserem Schema. Der nächste wird 3 Stück sein. Wir häkeln hier ein Blatt, hier unten ein Blatt und dann in die nächste Mitte von die Blume. So, rausgezogen, drauflegen, hier rein in die Mitte. Drauflegen, jetzt eine Stufe runter in die gleiche Blume. Drauflegen in die gleiche Blume. Dann gehen wir weiter in die nächste Blume. Drauflegen, rein, drauflegen und rein. Und jetzt so viel. Hier sind 4, hier sind 4 und hier sind 3. Alle auf einmal abhäkeln. Ganz langsam, vorsichtig, nicht dass was rausfliegt. Und abhäkeln. So, so sieht das aus. Nächste wird mit 2 Blättern sein. So, rausziehen, die gleiche Stelle hier oben. Dann einmal runter. Und abhäkeln. Das war Zunahme. So, ihr könnt auch orientieren, dass jede Blume hat 6 Blüten. So, jetzt schauen Sie, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier rein müssen wir noch eine Blüte häkeln. Und nach unserem Schema, so, wenn ihr euch verloren habt, ist auch einfach zu schauen, wo das war alles. Also ich habe hier nicht markiert. Das war die allererste Blatt und hier oben müssen wir dann verbinden. Also diese Stelle, allerletzte, einzelne. Hier habe ich markiert jetzt, hier oben. Also, wenn ihr wisst jetzt nicht, was müsst ihr machen, 2 oder 3, gehen Sie ein bisschen zurück und schauen Sie. So, hier war einzelne, eine Stelle verbunden. Hier 1, 2, 3 in einer Stelle verbunden. Und diese geht schon weiter. 1 und 2, hier sind 2. Das heißt, nächste haben wir 3. Ja, wer das noch nicht so gut orientieren kann, rate ich langsam konzentriert das zu häkeln und eventuell diese, welche schon gehäkelt hat, abhaken. So, dann nächste 3. Rausziehen, drauflegen oben, dann in die gleiche Stelle unten und in die nächste Blatt. Also in die Mitte von nächster Blume. So, alles abhäkeln. Und jetzt können wir nachzählen. Diese zweite Blume. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also 6 Stück in einer Blume ist richtig. So, hier war 3. Nächste kommt 2. Also diese Reihe wird einfach abwechseln. 2, 3, 2, 3. Und am Ende eine einzige. Also jetzt 2.
hier immer in die Mitte von der Blume und dann unten in die Mitte. Und abhäkeln. So. Und weiter macht er das selbstständig bis zu Ende. Also 2, 3, 2, 3. Schauen Sie immer, vielleicht hier abhaken oder direkt bei Schema abhaken, wie es ist Ihnen lieber. Und bis zu hier, bis zu einzelnen. Jetzt häkle ich die letzte Reihe hier. So sieht das aus. Unten. Dann hier in die letzte Blume rein. Genau in die Mitte von der Blume. Und alle 3 abhäkeln. Fertig. So, ihr könnt nachzählen. Hier oben sind 11 Stellen. Also wir häkeln jetzt Nummer 12. Da habe ich immer unten aufgeschrieben 12 Maschen. Das heißt, diese Stellen oben am Ende von jeder Reihe. Und jetzt verbinden wir das allerletzte hier einzelne. Wie in der Reihe vorher. Genau dasselbe. Rausziehen, drauflegen und dann in die markierte Stelle, in die Mitte von der Blume. Draufgehen, durchziehen und verbinden. Fertig. So sieht das aus. Jetzt hier sind 12 Maschen. Reihe Nummer 3. Also ihr könnt jetzt erkennen, wo die Zunahmen sind. Die Zunahmen sind 6 Mal. Also diese rosa doppelte, also 2, das sind Zunahmen. Und ein am Anfang, eine am Ende ergibt eine 2. Mit jeder Reihe wird diese 3 Blätter immer mehr und alle anderen bleibt, also 6, 2 bleiben. So, für Reihe Nummer 3 habe ich andere Farbe jetzt wieder geholt. Und erstmal hier diese Farbe rein. Wie vorher einzelne erst anfangen, rausziehen, drauflegen, in die Mitte von der Blume rein, rausziehen und abhäkeln. Dann 2 Mal die 3 Blätter. Rausziehen, drauflegen. Oben erste Blatt. Dann hier unten zweite Blatt. Und bei der nächsten dritte Blatt. Und alles das zusammen abhäkeln. Jetzt nochmal 3 Blätter. Jetzt sind wir hier, Zunahme 2. Also es ist wirklich empfehlenswert, dieses Schema auszudrucken und jedes Mal nachhaken, wo bin ich jetzt gerade. Mit Blütenblätter zu zählen ist wird ein bisschen schwer. Wer das versteht, kann das machen. So, jetzt schauen wir hier zum Beispiel 1, 2, 3, 4 war von der anderen Reihe und von dieser Reihe sind 2 hier. Also insgesamt wieder 6 Stück.
So, da sind wir da. Weiter wird das alles wiederholt. 2 mal Dreierblätter, dann 2 und so weiter. Man häkelt bis zu Ende von dieser Reihe. Am Ende werden 2 mal Dreier und eine einzige. Ich habe vergessen zu zeigen, dass man Maschenmarkierer hier einsetzt. Also immer beim Anfang erste Blütenblatt und oben diese Maschenmarkierer einsetzen. So, jetzt können Sie nachzählen. Hier oben sind 17 Maschen erstmal. Masche Nummer 18 verbinden wir jetzt zusammen. Und dann hier geht man durchziehen, hier und abhäkeln. Das ist die Masche Nummer 18. Und kann man es schon erkennen. 3 Reihen sind fertig gehäkelt und schauen Sie, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecken schon zu erkennen. So, nächste Reihe Nummer 4. In dieser Reihe werden die Dreierblätter immer um eine mehr als in Reihe Nummer 3. Und können Sie auch erkennen, die Zunahmen immer an die gleiche Stelle geblieben. Es wird immer dasselbe gehäkelt, Reihe zu Reihe, nur zwischen Zunahme wird eine 3 mehr. Und am Ende von dieser Reihe werden 24 Maschen sein. Also hier, diese Stellen, 24 Stück. So, wie vorher habe ich Farbe gewechselt. Mal hochziehen, drauflegen, in die Mitte von dieser Blume rein und erste abhäkeln. Und jetzt 3 mal die Dreierblütenblätter. Genau dasselbe alles. Oben eine, hier unten eine und bei der nächsten Blume eine. Ich hoffe, ihr habt das auch soweit verstanden und häkelt weiter nach diesem Schema oder nach Beschreibung und immer zählen, abhaken. Ab und zu können Sie Blütenblätter nachzählen. Wenn ihr irgendwo einen Fehler gemacht habt, zum Beispiel hat er 5 Blätter anstatt 6, also wenn der fertige Blume schon ist, dann müssen Sie das alles aufmachen, bis zu dieser Stelle, wo diese Blume ist. Und wieder nach Schema nachschauen, an welcher Stelle hakt es. So, und weiter häkelt er selbstständig. Reihe Nummer 4 ist fertig, es sind 24 Maschen jetzt. Und ich denke, es ist soweit verständlich. Wirklich schreiben Sie das auf, jede Reihe, wie viel Blütenblätter man häkelt. Und in der Reihe Nummer 5, wie hier, ist das allerletzte Schema bei mir, sind 4 Dreier. Dann Zunahme, wieder 4 3 und Zunahme. Und die Zunahme sieht man schon direkt, an welchen Stellen sind die. Ist schon eckig. So, wenn ihr braucht weitere Reihen, 6, 7 und so weiter, es ist auch einfach. Schreiben Sie weiter so auf. In die Reihe Nummer 6, hier wird 5 3 sein. Also hier 4, die nächste Reihe wird eine mehr. 5 hier in diese Stellen. Und Zunahmen bleiben immer an die gleichen Stellen. Man fängt immer dasselbe an, nur diese Stellen werden vergrößern. Also diese Dreier. Sonst passiert nichts. Und ihr häkelt so weiter, welche Breite ihr braucht. Und mit Maschenanzahl können Sie auch dazu ausrechnen, wie viel in der nächsten. Also hier sind 30, in der nächsten, in der 6. Reihe wird 36 sein. Ihr müsst Nummer von der Reihe mal 6 machen.
Also hier 5 mal 6 ist 30. In der 6. Reihe wird 36 Maschen sein und so weiter. Und mit diesem sechseckigen werde ich jetzt abschließen. Häkel ich nicht mehr weiter. Und wer braucht andere Anleitung, wo die ganz runde ist? Also mit diesem ohne Ecken. Der schaut jetzt meine Videoanleitung, nächste Teil Nummer 2 an. Und das war's. Dieses Video werde ich jetzt beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreiben Sie mir einen Kommentar, ob diese Muster für euch leicht oder schwer ist. Und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!